Mein Frühstück habe ich im Café Rüdigerhof genossen. Das ist eines meiner Lieblingscafés in Wien, weil es mit vielen Erinnerungen für mich verbunden ist. Als Studentin habe ich nämlich hier in der Nähe gewohnt und ich finde, der Rüdigerhof geht einfach immer. Egal ob in der Früh, zu Mittag oder am Abend. Die Preise sind moderat und die Küche ist bodenständig. Ich habe zum Frühstück ein weiches Ei und ein Schnittlauchbrot gegessen. Dazu gab es eine Kanne Earl Grey Tee und noch eine Kanne Pfefferminztee. Nachdem ich während dem Frühstück gearbeitet habe und das etwas länger gedauert hat, habe ich mir dann noch ein Vanille-Mandelsoufflé gegönnt. Insgesamt habe ich dafür 17,10 € bezahlt. Und wenn wir beim Essen bleiben, was ich hier total mag, ist, dass es auch kleine Snacks gibt. Du kannst zum Beispiel auch einfach ein Brot mit Schinken oder Käse bestellen. Ein weiterer Pluspunkt: wenn man hier speist, hat man das Gefühl, sich gleich ein bisschen historisch weiterzubilden. Denn das Gebäude wurde um 1900 gebaut und das war die Blütezeit des Jugendstil in Wien. Und der Rüdigerhof ist ein schönes Beispiel dafür. Das Haus ist von außen bis heute so gut wie unverändert. Die Einrichtung innen ist aus den 50er und 60er Jahren. Und auch diese ist seitdem so gut wie unverändert und macht aus meiner Sicht einen großen Teil des Charmes aus. Außerdem hat der Rüdigerhof einen tollen Gastgarten. Das ist eine echte Oase, die mich in vielen heißen Wiener Sommern vor dem sicheren Hitzetod gerettet hat. Ich könnte jetzt noch viel über den Rüdigerhof erzählen, über das freundliche Personal, die fairen Preise, die vielen Zeitungen und Zeitschriften, die es hier gibt oder die Spiele, die man sich ausborgen kann. Aber ich belasse es mal dabei und empfehle dir, einfach selber mal vorbeizuschauen. Übrigens, in meiner Playlist Essen in Wien verspeisen wir einige Wiener Köstlichkeiten. Falls du reinschauen magst, ich verlinke sie dir gleich hier und in der Videobeschreibung. In diesem Video gehen wir gemeinsam essen. Ich nehme euch mit in einige Lokale, in denen ich unterwegs war und zeige euch einige typische österreichische und Wiener Speisen, die ich so verdrückt habe. Na dann, Mahlzeit! Alle Lokale aus diesem Video habe ich dir auch auf einer Google-Karte markiert. Du findest sie am Blog auf meiner Homepage www.gretewalz.com. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich übrigens über einen Daumen nach oben. Dankeschön! Fürs Mittagessen spazieren wir in den Burggarten. Und hier wandeln wir auf imperialen Spuren. Denn der Burggarten war der private Garten des Kaisers und ist erst seit 1919 für die Öffentlichkeit zugänglich. Bereits um 1820 wurde hier ein Glashaus angelegt und dafür wurden die Reste der Stadtbefestigung genutzt, die hier stand. Um 1900 wurden Teile der Hofburg umgestaltet und dieses Glashaus gebaut. Ich bin gerade im Café Palmenhaus und warte auf eine Freundin. Wir haben uns nämlich zum Essen verabredet und genieße dabei noch den schönen Ausblick. Ein toller Pluspunkt im Café Palmenhaus ist das Ambiente. Wenn du drinnen sitzt, hast du das Gefühl, in einem historischen Gewächshaus zu speisen. Wenn du, so wie ich, auf der Terrasse sitzt, hast du einen Ausblick auf den ehemaligen Privatgarten des Kaisers. Gegessen habe ich einen Wiener Schnitzel, allerdings eine Kinderportion, und habe dazu noch extra Preiselbeeren bestellt. Als Nachspeise gab es eine Torte. Insgesamt habe ich 20 € gezahlt, getrunken habe ich eine Limonade, die nochmal 5,30 € gekostet hat. Abendessen gibt's am Spittelberg. Das hört sich jetzt alpin an, ist aber im Zentrum von Wien. Und noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts hatte die Gegend am Spittelberg einen fragwürdigen Ruf, weil hier recht viele leichte Damen ihrem Geschäft nachgingen. Heute ist es eine sehr beliebte und teure Wohngegend. Denn der Spittelberg gilt mit seinen vielen Häusern aus dem Biedermeier als besonders hübsch. Und außerdem gibt es hier viele Lokale zum Ausgehen. Ich habe mich übrigens im Blutzerbräu zum Abendessen verabredet. Das Blutzerbräu ist ein uriges Bierlokal mit deftigen österreichischen Speisen. Ich habe mir erst einen Traubensaft und eine Leberknödelsuppe schmecken lassen und die Freundin, mit der ich unterwegs war, hatte eine Frittatensuppe. Das ist eine Suppe, in der geschnittene, salzige Pfannkuchen drinnen sind. Getrunken hat sie einen Sturm, das ist halbvergorener Traubensaft. Als Hauptspeise gab es für mich ein Fiaker-Gulasch. Das ist ein Gulasch, das mit Spiegelei, Frankfurter Würstchen und einer Essiggurke serviert wird. Und meine Freundin hatte Käsespätzle mit Salat. Wir waren danach zwar schon echt vollgefressen, aber haben uns trotzdem noch eine Marmeladenpalatschinke schmecken lassen. Und weiter geht's zum Hotel Sacher. Was es dort Leckeres gegeben hat, erfährst du in einem meiner nächsten Videos. Bis bald!